Ich hatte mir als Ziel gesetzt, insgesamt 15 Kilo abzunehmen. Durch Sport und Ernährung konnte ich insgesamt 10 bis 11 Kilo abnehmen. Also dachten wir, lass uns die restlichen 4 bis 5 Kilo mit der Abnehmspritze Mounjaro ausprobieren. Und ja, ich habe es 5 Wochen lang Und eingenommen. du kannst selbst bestätigen, dass du keine besonderen Nebenwirkungen hattest. In der ersten Folge der Reihe Bleib gesund mit WDR-Moderator Bamdad Esmaili und Dr. Seto D. aus Düsseldorf geht es um Abnehmspritzen wie Ozempic und Mounjaro. Wir besprechen und erklären ihre Wirkung, für wen sie geeignet sind, ob die Krankenkasse sie zahlt, mögliche Nebenwirkungen und was neben dem BMI zu beachten ist. Viel Spaß beim Zuschauen. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge der Reihe Bleib gesund mit Dr. Sam Setode. Wir stellen euch einige Folgen zu den Themen Medizin, Sport und Gesundheit vor, die euch helfen können, euren Lifestyle zu verbessern. In dieser Folge möchten wir einmal genauer über meine Erfahrung mit der Abnehmspritze sprechen. Aber zuerst wäre es toll, wenn du dich einmal kurz vorstellen könntest, damit unsere Zuschauer dich besser kennenlernen. Und natürlich auch, um was es heute genauer gehen soll, damit wir es uns besser vorstellen können. Ja, hallo lieber Bamdad, ich grüße dich auch und natürlich auch die Zuhörer. Nun kurz gesagt, in unseren Gesprächen möchten wir über Gesundheit, einen gesunden Lebensstil und allgemeines Wohlbefinden aufklären, nach dem Motto Bleib gesund. Ja, mein persönlicher Werdegang begann zunächst mit seinen Wurzeln im Sport als Leistungssportler. Darauf folgend bzw. währenddessen folgte mein Medizinstudium und parallel dazu eine Sporttrainerausbildung. Im Anschluss an das allgemeine Medizinstudium habe ich die Spezialisierung im Bereich Orthopädie und Unfallchirurgie gewählt und zusätzlich eine Ausbildung zum ärztlichen Osteopathen absolviert. Mit anderen Worten, ich arbeite hauptsächlich in den Gebieten der funktionellen bzw. ganzheitlichen Medizin. Ja, man kann also sagen, ich betrachte den Menschen immer als Ganzes mit all seinen Eigenschaften. Genau das ist im Grunde der Kern. Wir reduzieren uns nicht nur auf ein Teilgebiet der Medizin, sondern betrachten den Körper als Ganzes. Okay, Sam, du warst mir bisher ehrlich gesagt etwas zu bescheiden und hast dich nur kurz zum Sport geäußert. Aber du warst ja auch im Nationalteam, das sollten wir an dieser Stelle auch einmal erwähnen. Ja, das stimmt tatsächlich. Du kennst mich ja schon etwas genauer. Ich war jahrelang sowohl national als auch international als Judo-Kämpfer aktiv. Darüber hinaus war ich in Deutschland als Hochschulmeister und als Bundesligakämpfer erfolgreich. Sport, gerade der Kampfsport, hat neben meinem Studium und heute meinem Beruf eigentlich schon immer eine große bis sehr große Rolle in meinem Leben gespielt. Okay, heute wollen wir über das Thema der Abnehmspritze sprechen, besser bekannt unter Namen wie Ozempic und Mounjaro. Kannst du uns einmal erklären, was sind diese Abnehmspritzen überhaupt? Ja, sehr gerne. Abnehmspritzen sind derzeit ein sehr heißes und gefragtes Thema. Die Geschichte der Abnehmspritzen begann eigentlich mit der Behandlung von Diabetes. Ursprünglich wurde der in der Abnehmspritze enthaltene Wirkstoff Semaglutid, also als Medikament zur Behandlung von Diabetes Typ 2 eingesetzt. Hierbei fiel jedoch auf, vereinfachend ausgedrückt, dass die Patienten auch eine Gewichtsreduktion festgestellt haben. Ja, und was ist dann passiert? Nun, im Laufe der letzten Jahre begannen dann mehr und mehr Patienten dieses Medikament gezielt zur Gewichtsreduktion zu verwenden. Hier wurde vor allem immer über Ozempic gesprochen. Nun, es gibt auch andere Medikamente neben Ozempic, aber Ozempic ist eines der bekanntesten. Nachdem die Pharmaunternehmen die Wirkungsweise von Semaglutid erkannt hatten, brachten sie es unter dem Namen Wegovy speziell zur Gewichtsreduktion auf den Markt. Aber im Grunde ist es dasselbe Medikament mit ein und demselben Wirkstoff, nur unter einem neuen Namen. Okay, es gibt also Ozempic, Mounjaro und noch andere Abnehmspritzen. Welche Produkte gibt es konkret auf dem Markt und was sind die Unterschiede? Nun, bei der ersten Generation wie Ozempic oder Wegovy wird ein Hormon freigesetzt, während bei der zweiten Generation, wie beispielsweise Mounjaro, 2 Hormone freigesetzt werden. Diese Hormone beeinflussen, wie Insulin, Glucagon und andere Stoffwechselhormone ausgeschüttet werden. Kannst du diese Unterschiede noch etwas detaillierter erklären? Und was sind die Nebenwirkungen? Kannst du dazu etwas sagen? Okay, eine Reihe von Metastudien, also die Studien, die aus mehreren Studien zusammengelegt sind, mit zum Beispiel 20.000 oder 50.000 Patienten,
haben gezeigt, dass die Gewichtsreduktion mit Präparaten wie Mounjaro, welches 2 Hormone freisetzt, 15-20%, sogar 30% effektiver sind als vergleichsweise Ozempic. Die Nebenwirkungen, auf welche wir später noch kommen, sind eher ähnlich. Der eingesetzte Wirkstoff bei Mounjaro heißt Tirzepatit, welches wie besagt 2 Hormone freisetzt. Der Hauptunterschied ist also die Effizienz des Präparates und natürlich auch der Preis. Hier liegt Mounjaro deutlich höher als Ozempic. Kommen wir zu den Preisen und wem du es empfehlen würdest. Ich selbst habe es ja 5 Wochen lang ausprobiert. Als ich zu dir kam, war mein Ziel, 15 Kilo abzunehmen. Nachdem ich bereits 10 bis 11 Kilogramm durch Sport und Ernährung abgenommen hatte und es ja bekanntermaßen bei den letzten Kilos immer schwieriger wird, wollte ich einmal Mounjaro versuchen, um mein Wunschgewicht zu erreichen. Unter deiner fachärztlichen Betreuung habe ich dann 5 Wochen lang Mounjaro injiziert. Wenn ich es kurz zusammenfassen soll, war es für mich wirklich wie ein Wunder, weil mein Appetit komplett verschwunden war. Ich hatte kein Verlangen mehr nach Süßigkeiten oder Brot und ich wurde schon nach einer kleinen Menge satt. Ich denke, dass dies allgemein das Hauptziel von Mounjaro und Ozempic ist. Sie sind sehr ähnlich, aber ich denke, das Hauptziel dieser Injektionen ist genau das. Der Appetit verringert sich und man ist schneller satt. Ja, genau, diese wirken in ihrer Funktion sehr ähnlich, aber die Nebenwirkungen von Ozempic sind etwas stärker und der Prozentsatz der Gewichtsabnahme über ein Jahr bei vielen Patienten, die untersucht wurden, ja, ist bei Ozempic etwas geringer. Als du zu mir gekommen bist, hast du gesagt, dass du bei den letzten Kilos ein wenig feststeckst und wir haben uns gemeinsam über dieses Medikament unterhalten. Es ist wichtig zu betonen, dass dieses Medikament nicht einfach so verabreicht werden darf. Um die Therapie anwenden zu können, müssen die medizinischen Voraussetzungen erfüllt sein. Die Gesundheitsbehörde in Deutschland setzt unter anderem voraus, dass der BMI der zu behandelnden Person bei 30 oder höher liegen muss. Ausnahmen gibt es bei Personen mit Vorerkrankungen, Bluthochdruck, Herzkrankheiten, Stoffwechselerkrankungen. Dann gilt ein BMI von 27 oder höher. Hierzu haben wir unterschiedliche Untersuchungen bei dir durchgeführt: Körperfettanteil, Gewicht, Größe, Taillenumfang, BMI, um die Abnehmspritztherapie optimal auf dich einstellen zu können. Wichtig zu verstehen für die Patienten ist, dass dieses Medikament also nur mit Rezept über einen Arzt verschrieben wird und auch nur dann, wenn die Bedingungen erfüllt sind. Aber das ist ein Bereich, über den man viel diskutieren kann. Ja, das ist ein Bereich, über den man viel diskutieren kann. Ist ein Body Mass Index von 30 wirklich Übergewicht im Stadium der Adipositas Typ 1? Ist ein BMI von 29,9 dann keine Adipositas? Darüber kann man wirklich sehr lang sprechen und unterschiedlicher Meinung sein. Der BMI besagt, dass ab einem Wert von 25 Übergewicht im Stadium der Präadipositas vorliegt. Dies ist in meinen Augen zu allgemein gehalten, weil zu wenig individuelle Werte mit einbezogen werden. Unabhängig vom BMI kann ich als dein Arzt sagen, dass die Abnehmspritze für dich sinnvoll ist, weil dein Taillenumfang im roten Bereich war. Man sollte in deinem Fall nicht warten, bis man an Diabetes erkrankt, um das Medikament verabreichen zu können. Aber auch wenn dann die Bedingungen erfüllt sind, die Kosten müssen privat getragen werden und werden in der Regel nicht von den Krankenkassen übernommen, da es hier um eine Gewichtsabnahme und nicht um beispielsweise Diabetes geht. Des Weiteren sollte vor der Medikamenteneinnahme unbedingt ein Bluttest durchgeführt werden, um die Leber- und Bauchspeicheldrüsenwerte zu kontrollieren. Ich möchte nochmal betonen, dass es bei dieser Therapie nicht allein um den Parameter BMI geht, sondern Labor und weitere Parameter wie der Bauchumfang zur Kontrolle der gesamten Situation hinzugezogen werden müssen. Und wenn die Therapie korrekt angewendet wird, dann halten sich auch die Nebenwirkungen gering. Und das hat sich bei dir eindeutig gezeigt. Du trainierst, soweit ich weiß, 3 bis 5 Mal pro Woche. Nein, genau 5 Mal pro Woche. Genau 5 Mal.
Okay, sehr gut. Ich wollte nur ein bisschen vorsichtig sein und nicht übertreiben. Deine körperliche Leistungsfähigkeit hat also in keinster Weise abgenommen und du konntest deinen Lebens- und Berufsalltag ganz normal ohne Einschränkungen fortführen. Richtig, ja. Richtig. Und einer der Gründe für deinen Erfolg war auch, dass du einen gesunden Lebensstil mitgebracht hast. Obwohl die letzten Kilos schwer sind, selbst mit Medikamenten hast du es in kurzer Zeit geschafft, dein Zielgewicht zu erreichen. Um es anders zu sagen, du konntest ins Fitnessstudio gehen, dein Training machen und warst trotzdem, dass du weniger gegessen hast, fit. Und wenn ich die Erlaubnis habe, über dich zu sprechen, weil wir vorher darüber gesprochen haben, dein Taillenumfang hat sich in etwa 10 Zentimeter verringert und jetzt bist du im grünen Bereich. Das ist wirklich sehr wichtig für deine Gesundheit, denn wenn du das in den nächsten 10 Jahren so halten kannst, wirst du viele potenziell gefährliche Krankheiten um Jahre hinauszögern. Okay, das klingt sehr interessant. Ich persönlich hatte, wie gesagt, keine Nebenwirkungen, aber diese Medikamente können ja Nebenwirkungen haben. Welche sind das? Nebenwirkungen sind natürlich ein sehr wichtiges Thema, über das man auf jeden Fall ausführlich sprechen sollte. Die nachgewiesenen Nebenwirkungen sind Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Blähungen, Darm- und Magenschmerzen und ein niedriger Blutzuckerspiegel. All das kann vorkommen, wenn die Dosierung nicht korrekt eingehalten wird. Deshalb ist es wichtig, mit einem Arzt zu sprechen und die Dosis richtig einzustellen. Wie vorher besprochen, müssen unterschiedliche Werte ermittelt werden, damit die Dosierung genau bestimmt werden kann. Anhand deiner Daten wird also die Injektionsdosis ermittelt und diese anschließend nur bei Bedarf erhöht. Wichtig ist, sich dann auch konsequent daran zu halten. Wie du selbst sagtest, hattest du bei dieser Vorgehensweise keine Nebenwirkungen. Richtig. Natürlich muss man betonen, dass jede Person unterschiedlich ist. Es gibt wenige Menschen, die sogar bei einer niedrigen Dosis Nebenwirkungen zeigen. Allgemein sollte man immer betonen, dass bei jedem Medikament immer spezifische Unverträglichkeiten vorkommen können. Ich habe vor diesem Interview selbst die Abnehmspritze 5 Wochen lang getestet. Das Hauptziel dieser Behandlung, wenn wir es überhaupt so nennen wollen, ist nicht nur abzunehmen, sondern auch seinen Lebensstil, seine Ernährung und sein Sportverhalten zu verändern. Also den ganzen Lebensstil sozusagen zu optimieren. Wie lange kann man diese medikamentöse Unterstützung maximal aufrechterhalten? Also wie lange kann man es einnehmen? Das würde mich sehr interessieren. Gibt es dazu Vorgaben? Nun, dieses Medikament ist ein Diabetesmedikament und kann im Grunde genommen das ganze Leben lang verwendet werden. Um Gewicht zu reduzieren, muss man sich eine grundlegende Frage stellen. Ist dieser Gewichtsverlust aus medizinischer und gesundheitlicher Sicht notwendig oder handelt es sich nur um einen kosmetischen und luxuriösen Gewichtsverlust? Ich spreche hier über den medizinischen Aspekt und nicht über jemanden, der 55 Kilo wiegt und auf 50 Kilo kommen möchte, nur damit seine oder ihre Kleidung passt. Das unterstütze ich keineswegs, obwohl eine 50 Kilo Person durchaus viel Bauchfett haben kann und dieses Medikament dann sinnvoll nehmen könnte. Das ist ein separates Thema, über das wir in der nächsten Folge sprechen werden. Was ist überhaupt Übergewicht? In Deutschland ist es eben so definiert, dass ein Body Mass Index über 25 auslegt, dass die Person übergewichtig ist, beziehungsweise ab einem BMI von 30 sogenannte Adipositas vorliegt. Es hängt aber viel mehr davon ab, dass man sich selbst ein Ziel setzt und sich fragt, wie viel Übergewicht habe ich wirklich? Wie groß ist mein überschüssiges Fett im Vergleich zum Normalwert? Und wo möchte ich hin? Du kannst mit speziellen Diäten beginnen, auch mit Sport anfangen. Und das Problem liegt oft darin, dass einige Kollegen, die selbst nicht viel Sport treiben, außer Acht lassen, dass die Person, die abnehmen möchte, eventuell gar nicht Sport treiben kann. Sport ist schwierig, besonders für jemanden, der 20 Kilo Übergewicht hat. Diese Person kann unter Umständen nicht einfach von heute auf morgen mit dem Laufen anfangen. Die Gelenke halten das nicht aus, die Muskeln haben nicht die Kraft und es kann sogar zu Verletzungen und Schmerzen führen.
Wenn wir mit einem Medikament wie Mounjaro oder Ozempic das Gewicht reduzieren können, dann können wir diese Person an einen neuen Lebensstil heranführen. Es gehört eben mehr dazu als nur die Abnehmspritze. Es ist, wie du selbst sagst, ideal, seinen gesamten Lebensstil anzupassen und es unterstützend zu verwenden, mit dem Ziel auf eine nachhaltige und langfristige Lösung. Ich würde gern nochmal nachfragen, man kann dieses Medikament also sehr lange einnehmen und was mich auch interessiert, für wen genau ist die Abnehmspritze zu empfehlen? Du hattest den Bauchumfang angesprochen. An was kann man sich orientieren? Die Behandlung basiert, wie wir gelernt haben, auf langjähriger Erfahrung aus der Diabetestherapie. Menschen mit massivem Übergewicht müssen es über Jahre hinweg einnehmen. Es gibt hier also absolut keine Einschränkungen in der Dauer der Anwendung. Der Wirkstoff Semaglutid hat bereits eine längere Praxiserfahrung in der Behandlung von Typ-2-Diabetes gesammelt. Tirzepatid hingegen ist ein vergleichsweise neuer Wirkstoff, der erst 2022 für Typ-2-Diabetes zugelassen wurde. Wem kann man es nun empfehlen? Wie gesagt, der BMI sagt aus, dass man ab einem Wert von 25 als medizinisch übergewichtig gilt. Der Taillenumfang ist aber ein ebenso wichtiger Indikator. Bei Frauen gilt ein Taillenumfang von unter 80 cm als medizinisch unbedenklich. Werte zwischen 80 bis 88 cm werden als leicht erhöht eingestuft und ein Taillenumfang von über 88 cm ist mit einem erhöhten Risiko für Stoffwechselerkrankungen verbunden. Für Männer gilt ein Bauchumfang von unter 94 cm als gesundheitlich unbedenklich, während ab 102 cm das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen steigt. Meiner Meinung nach ist die Gewichtsverlustinjektion also für jemanden geeignet, der einem BMI von 25 bis 30 hat, aber auch einen sehr hohen Taillenumfang aufweist. In diesem Fall kann dieses Medikament in Betracht gezogen werden, um das Gewicht zu reduzieren. Die Therapie sollte ausschließlich durch einen Arzt durchgeführt und begleitet werden. Es gibt 2 Fälle, bei denen der Hersteller dieses Medikament nicht empfiehlt. Dies sind Personen, die in ihrer Vorgeschichte Pankreatitis, eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse hatten, denn dieses Medikament kann eine Insulinsekretion aus der Bauchspeicheldrüse anregen und die Entzündung möglicherweise erneut auftreten lassen. Ja, und zweitens sollten Personen, die Schilddrüsenkrebs hatten, dieses Medikament nicht verwenden. Fälschlicherweise höre ich, dass einige sagen, dies verursache Schilddrüsenkrebs. In keiner Weise bestätigen die vorhandenen Studien dies. Okay, dann interessiert mich natürlich noch, wie viel die Abnehmspritze kostet. Denn du sagtest ja, Mounjaro sei teurer als Ozempic. Kannst du das einmal vergleichen, also sozusagen Mounjaro versus Ozempic? Ozempic sollte etwa 215 oder 16 Euro kosten. Nun, ich habe nichts mit der Apotheke zu tun, aber diese Preise wurden in der Vergangenheit so oft besprochen, dass ich sie kenne. Der Preis hängt natürlich zusammen mit der Menge. Man muss es jede Woche spritzen. Die Anwendung erfolgt einmal pro Woche. Man muss es jede Woche spritzen. Alle 7 Tage, ja. Dieser Preis ist dann ungefähr für einen Monat, wenn man einen Pen hat, der wie ein Insulinpen funktioniert. Dieser stellt die Dosis selbst ein, sodass der Patient es selbst spritzen und anwenden kann. Für einen Zeitraum von etwa 4 Wochen, also einen Monat, kostet Ozempic ungefähr 216 Euro und Mounjaro im direkten Vergleich liegt je nach Dosis zwischen 260 und 360 Euro für einen Monat. So ungefähr kann man das einordnen. Wie gesagt, es ist abhängig von der Menge. Wird das von der Versicherung übernommen? Die Versicherung übernimmt es nur, wenn die Person Diabetes hat. Wegen Fettleibigkeit wird es nicht akzeptiert. Ärzte dürfen es als Privatrezept verschreiben. Der Patient ist hierbei Selbstzahler. Sie können das Medikament dann mit dem Rezept in Ihrer Apotheke bekommen. Ich möchte hier kurz hinzufügen, dass es leider, wie bei anderen Artikeln, auch gefälschte Versionen dieser Medikamente im Onlinehandel gibt, egal ob in Deutschland, in Europa oder im Iran. Es gibt einige Leute, die diese Medikamente über das Internet verkaufen und
Man muss hier wirklich sehr vorsichtig sein. Die Nebenwirkungen und die unerwünschten Wirkungen, die die gefälschten Medikamente haben können, sind viel stärker und gravierender. Daher rate ich hier vorsichtig zu sein. Wunderbar. Vielen Dank an dich, Sam. Ich möchte kurz daran erinnern, dass wir in der nächsten Folge über Fettleibigkeit und Gewichtsreduktion sprechen und darüber hinaus viele weitere Gesundheitsthemen mit dir diskutieren möchten. In diesem Sinne, bleib gesund und bis zum nächsten Mal.